Was bedeutet es, Mensch zu sein? Diese Frage stellt der 2017 Film Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Es ist eine thematische Weitererzählung des Meisterwerks von Ridley Scott, dem ersten Blade Runner Film. Beide Filme untersuchen das gleiche Thema, die Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Der erste Film tat es aus der Sicht eines Menschen und der zweite aus der Sicht eines Replikanten, einem Nicht-Menschen. Blade Runner 2049 spielt in den USA im Jahr 2049. In der Zukunft gibt es Menschen und Replikanten. Die Replikanten sind künstliche Menschen, die für Sklavenarbeit genutzt werden. Die sind biologisch genau wie Menschen, aber haben keine Gefühle und sind daher keine richtigen Menschen. Der Film ist eine Dystopie. Dystopien sind häufig durch Entmenschlichung, tyrannische Regierungen, Umweltkatastrophen oder andere Merkmale gekennzeichnet, die mit kataklysmischem Niedergang der Gesellschaft einhergehen. Die Hauptfigur des Films ist ein Replikant namens Kay, der von Ryan Gosling gespielt wird. Kay ist in dieser Geschichte ein Blade Runner, eine Art Polizist. Sein Job ist es, ungehorsame Replikanten zu töten. Der Film zeigt, wie Kay dabei Schritt für Schritt entdeckt, dass er menschlicher ist, als er selber glaubt. Die Welt in Blade Runner funktioniert nur wegen der strikten Unterscheidung zwischen Menschen und Replikanten. Es ist eine Art Apartheid-System. Beide Seiten müssen die Ideologie glauben, sonst funktioniert die Gesellschaft nicht. Diese Idee der Ungleichheit ist selbstverstärkend. Replikanten glauben selbst, dass sie keine Menschen sind. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war. Or a slaughter. Die Grundvoraussetzung des Menschseins ist Selbstbewusstsein. Kay versteht, dass er in der Welt ist und dass er diese beeinflussen kann. Weil Replikanten aber nicht geboren, sondern gezüchtet werden, fehlen ihnen Erinnerungen an eine Kindheit und in ihren eigenen Augen eine Seele. Kay glaubt also, er sei eine Art menschlicher Roboter. You have anything more to say? I've never retired something that was born before. What's the difference? To be born is to have a soul, I guess. Replikanten haben auch keine echten Erinnerungen an ihre Kindheit. Ihnen werden künstliche Erinnerungen eingepflanzt. Im Verlauf des Films bekommt Kay jedoch den Verdacht, dass er eine seiner Kindheitserinnerungen echt sein könnte. Daher kontaktiert er eine Erfinderin von Erinnerungen, die ihm die Echtheit dieser Erinnerungen bestätigt. Kay glaubt nun zum ersten Mal Mensch zu sein und wird von Gefühlen übermannt. I know it's real. Man muss nur daran glauben, dass es keinen Unterschied zwischen Menschen und Replikanten gibt, um die Grenzen zwischen den beiden zu verwischen. Das wissen natürlich auch die Behörden. Auf diesem Grund gibt es für Replikanten sogenannte Baseline-Tests. Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Mit diesen Tests wird geprüft, ob Replikanten die Idee entwickeln, Mensch zu sein. Auch Kay muss diese Tests immer machen, bis er schließlich bei einem Test durchfällt, weil er zu menschlich geworden ist. You're not even close to baseline. Der Unterschied, der den Menschen von Tieren unterscheidet, ist, dass wir komplexe Gefühle haben. Gefühle, die uns nicht unbedingt helfen zu überleben. Diese Gefühle, die wirklich menschlich sind, werden bei Replikanten aufgrund der selbstverstärkenden Natur ihres Ausdrucks unterdrückt. Wenn Kay in dieser Geschichte irgendetwas passiert, reagiert er nicht. Er lässt sich nicht reagieren. Aber als er menschlich wird, überfluten ihn diese inhärent menschlichen Gefühle, wie Liebe und Mitgefühl,
aber auch Traurigkeit, Einsamkeit und Zorn. Auch fühlt er sich langsam lebendig. Am Leben zu sein bedeutet nicht nur physisch menschlich zu sein, es bedeutet aktiv Entscheidungen zu treffen, die sich auf das eigene Leben auswirken. Wenn man nur lebt, lebt man dann wirklich? Diese Frage wird in der letzten Szene des Films untersucht und gelöst. Hier wird Kay damit beauftragt, einem anderen Blade Runner namens Deckard zu jagen und zu töten. Deckard, Sapper, you, me, our lives mean nothing next to a storm that's coming. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Kay glaubt, dass er menschlicher wird, wenn er sich als Märtyrer für die Sache der Replikanten opfert. Doch als er Deckard schließlich findet, entscheidet er sich anders. Er tötet ihn nicht, sondern verteidigt ihn gegen einen anderen Replikanten und wird dabei tödlich verletzt. Er entscheidet sich aktiv und zu seinen eigenen Bedingungen, um Deckard zu retten und ihm Zeit mit seiner Tochter zu geben. Indem er dies tut, zeigt er die menschlichste Emotion von allen: Empathie. Kay kämpft für Deckards Recht zu leben und so stirbt er seinerseits. Er stirbt auf den Stufen nicht als Replikant, sondern als Mensch. Just a moment. Beautiful, isn't it?